Hallo, herzlich willkommen zur mündlichen TLC-Prüfung. Mein Name ist Frau Mia und das ist Herr Koch. Die Prüfung besteht aus 3 Teilen: sich vorstellen, Bild beschreiben und etwas planen. Sie sind Teilnehmerin A und Sie sind Teilnehmer B und wir fangen mit Teilnehmerin A an. Ich bitte Sie zunächst, sich einmal kurz vorzustellen. Hallo, guten Tag. Ich heiße Aisha Bello. Ich bin 27 Jahre alt und komme ursprünglich aus Lagos. Das ist eine sehr große Stadt in Nigeria. Dort habe ich auch die Schule besucht und später an der Universität Wirtschaft studiert. Seit etwa 8 Monaten wohne ich jetzt in Köln, zusammen mit meinem Mann. In Nigeria habe ich 5 Jahre lang als Buchhalterin in einer kleinen Firma gearbeitet. Im Moment mache ich einen Tag in Deutschkurs, weil ich hier auch als Buchhalterin arbeiten möchte. Meine Eltern und meine 2 Geschwister leben noch in Lagos, aber wir telefonieren fast jede Woche. Ich spreche Englisch und Yoruba als Muttersprachen. Außerdem kann ich ein bisschen Französisch. Deutsch lerne ich erst seit einem Jahr, aber es macht mir viel Spaß. Sie haben erwähnt, dass Sie schon 5 Jahre als Buchhalterin gearbeitet haben. Was ist für Sie eigentlich anders zwischen dem Arbeitsleben in Nigeria und dem hier in Deutschland? In Nigeria war vieles flexibler und persönlicher, man hat viel direkt mit den Kollegen besprochen. Hier in Deutschland scheint mir dagegen alles etwas strukturierter und pünktlicher zu sein, was ich am Anfang ungewohnt fand. Und was denken Sie, ist am wichtigsten, um sich in einem neuen Land wie Deutschland schnell einzuleben? Ich glaube, die Sprache ist am wichtigsten. Wenn man Deutsch spricht, kann man leichter Kontakte knüpfen und versteht auch den Alltag besser. Vielen Dank, Frau Bello. Jetzt machen wir mit Teilnehmer B weiter. Herr Horvath, bitte stellen Sie sich auch kurz vor. Hallo, ich heiße Luca Horvath, ich bin 29 Jahre alt und wurde in Split geboren, einer Stadt an der kroatischen Adriaküste. Aufgewachsen bin ich aber in Zagreb, weil meine Familie dorthin gezogen ist, als ich noch klein war. Seit ungefähr einem Jahr lebe ich in Hamburg. Vorher habe ich in Kroatien als Elektriker gearbeitet. Das war mein Beruf für fast 7 Jahre. Aktuell bin ich arbeitslos, aber nach dem Deutschkurs möchte ich eine Umschulung im technischen Bereich machen. Meine Eltern und mein jüngerer Bruder wohnen weiterhin in Zagreb. Ich vermisse sie manchmal sehr. Ich bin verheiratet, meine Frau ist Deutsche und wir haben uns vor 3 Jahren in Kroatien kennengelernt. Ich spreche Kroatisch als Muttersprache und außerdem fließend Englisch sowie ein wenig Italienisch. Wenn Sie mehr Zeit und Geld hätten, was würden Sie gerne noch lernen oder machen, bevor Sie mit der Umschulung anfangen? Wenn ich mehr Zeit hätte, würde ich zuerst meine Deutschkenntnisse verbessern. Vielleicht sogar bis zum C1-Niveau, damit ich mich im Beruf sicherer fühle. Sie sagten, Sie möchten eine technische Umschulung machen. Aber gerade in diesem Bereich gibt es hier viel Konkurrenz. Wie wollen Sie sich von anderen Bewerbern unterscheiden? Ich denke, meine 7 Jahre Berufserfahrung als Elektriker sind ein großer Vorteil, auch wenn ich das noch nicht auf Deutsch belegen kann. Außerdem bin ich sehr motiviert, schnell dazu zu lernen. Vielen Dank. Teil 1 ist hiermit beendet. Wir kommen jetzt zu Teil 2, der Bildbeschreibung. Auf dem Foto sehe ich eine Braut und einen Bräutigam, die sich lachend an den Händen halten. Im Vordergrund stehen die beiden unter einem hölzernen Bogen, der mit weißen Rosen und grünen Blättern dekoriert ist. Im Hintergrund sitzen viele Gäste an runden Tischen und klatschen begeistert. Die Braut trägt ein einfaches, ärmelloses weißes Kleid und der Bräutigam trägt einen dunkelblauen Anzug mit einem weißen Hemd und einer kleinen weißen Blume am Revers. Die Braut hat lange, gewellte braune Haare, die offen über die Schultern fallen. Der Bräutigam hat kurze braune Haare. Beide sehen unglaublich glücklich aus. Ich habe den Eindruck, dass das einer der schönsten Momente in ihrem Leben ist. Auf den Tischen stehen kleine Blumensträuße und Weingläser und die Gäste tragen elegante Kleidung, zum Beispiel dunkle Anzüge und helle Kleider. Vielleicht sind die Gäste Familienmitglieder und enge Freunde des Brautpaares. Die Szene spielt draußen, in einem Garten mit vielen großen Bäumen. Das warme Licht lässt vermuten, dass es später Nachmittag oder früher Abend ist. Die Braut und der Bräutigam scheinen gerade geheiratet zu haben, während die Gäste ihnen applaudieren. Das Thema des Fotos ist eindeutig eine Hochzeitsfeier und ich glaube, das Foto wurde in einem privaten Garten aufgenommen, wahrscheinlich im Sommer. Frau Bello, waren Sie selbst schon einmal auf einer Hochzeitsfeier?
Wie war das? Ja, ich habe vor 4 Jahren selbst geheiratet in Lagos, zusammen mit meinem Mann. Es war ein wunderschöner Tag mit sehr vielen Gästen. Wir haben bis spät in die Nacht gefeiert. Ist eine Hochzeit in Nigeria eigentlich anders als hier in Deutschland? Ja, ich finde schon. Bei uns in Nigeria sind Hochzeiten meistens viel größer. Oft kommen hunderte Gäste und man trägt traditionelle, sehr bunte Kleidung. Hier in Deutschland habe ich den Eindruck, dass Hochzeiten oft kleiner und ruhiger sind. Auf dem Foto sehe ich eine junge Frau, die in einer Autowerkstatt arbeitet. Sie trägt einen dunkelblauen Overall, der an einigen Stellen etwas schmutzig und ölig aussieht. Außerdem hat sie eine Schutzbrille auf die Stirn geschoben. Ihre Haare sind hellbraun und zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden. Sie sieht sehr konzentriert aus, fast ein bisschen angestrengt, und ich habe den Eindruck, dass sie sich völlig auf ihre Arbeit fokussiert. Im Vordergrund beugt sie sich über einen offenen Motor und hält einen großen Schraubenschlüssel in der Hand. Im Hintergrund sehe ich eine Werkbank mit vielen Werkzeugen, die ordentlich an einer Wand hängen, zum Beispiel Schraubenschlüssel, Zangen und Schraubenzieher. Außerdem stehen dort noch 2 weitere Autos, ein roter Pickup und ein grüner alter Wagen. Die Szene spielt drinnen in einer Werkstatt mit hellem Kunstlicht von der Decke. Die Frau repariert wahrscheinlich den Motor, vielleicht wechselt sie gerade ein Teil oder überprüft etwas. Das Thema des Fotos ist eindeutig Berufe und Arbeit. Genauer gesagt ein technischer Beruf. Ich glaube, das Foto wurde in einer kleinen, aber gut ausgestatteten Autowerkstatt aufgenommen. Herr Horvath, Sie haben ja selbst einen technischen Beruf gelernt. Haben Sie auch schon einmal an einem Auto oder Motor gearbeitet? Direkt an einem Auto nicht so oft. Ich bin ja Elektriker und kein Mechaniker. Aber ich habe meinem Vater in Kroatien manchmal geholfen, wenn er sein altes Auto reparieren musste. Das hat mir immer Spaß gemacht. Finden Sie es besonders, dass hier eine Frau als Automechanikerin arbeitet? Ehrlich gesagt finde ich das überhaupt nicht besonders. Ich finde es eigentlich ganz normal. Handwerk hat meiner Meinung nach nichts mit dem Geschlecht zu tun, sondern nur mit Interesse und Talent. Hallo Luca, wie geht's dir? Hallo Aisha, mir geht's gut, danke. Und dir? Auch gut, danke. Ich habe gehört, dass die Karnevalszeit bald anfängt. Hast du Lust, mit mir und ein paar Freunden eine kleine Karnevalsparty zu feiern? Das klingt lustig. Ich habe noch nie richtig Karneval gefeiert. In Kroatien machen wir das nämlich nicht so. Wann sollen wir feiern? Ich würde vorschlagen, dass wir am Rosenmontag feiern, weil da sowieso viele Leute frei haben. Was hältst du davon? Rosenmontag passt mir eigentlich gut, aber wäre es nicht besser, wenn wir schon am Samstag davor feiern? Dann können auch die Leute kommen, die am Montag arbeiten müssen. Das ist ein guter Vorschlag, das hatte ich gar nicht bedacht. Also machen wir es am Samstag. Wo sollen wir feiern? Bei mir zu Hause ist genug Platz. Einverstanden. Sollen wir uns auch verkleiden? Auf jeden Fall. Ich würde vorschlagen, dass jeder ein einfaches buntes Kostüm trägt, zum Beispiel eine bunte Perücke oder eine lustige Maske. Das gefällt mir richtig gut. Ich könnte mich vielleicht als Pirat verkleiden. Wie bitte? Als was möchtest du dich verkleiden? Als Pirat mit einem Hut und einem Schwert. Ach so, jetzt habe ich es verstanden. Das klingt lustig. Was sollen wir essen und trinken? Wir könnten Berliner backen, die passen doch gut zum Karneval, oder? Und dazu Punsch oder Bowle. Hervorragender Vorschlag. Ich bringe außerdem etwas nigerianisches Gebäck mit. Das schmeckt meinen Freunden hier immer sehr gut. Perfekt. Sollen wir das Geld für die Getränke teilen? Ja, das finde ich fair. Wir könnten 10 € pro Person einsammeln. Wer kümmert sich um die Musik? Ich kann eine Playlist mit fröhlicher Musik machen. Ich habe zu Hause auch einen kleinen Lautsprecher. Perfekt. Sollen wir das Zimmer auch dekorieren? Ja, mit bunten Luftschlangen und Luftballons, das wäre schön. Guter Vorschlag. Wen sollen wir noch einladen? Vielleicht Kenji und Noah aus unserem Deutschkurs, die sind wirklich nett. Das finde ich super. Ich lade sie morgen ein. Dann haben wir alles organisiert. Perfekt, ich freue mich schon riesig auf Samstag. Ich mich auch. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Hallo, herzlich willkommen zur mündlichen TLC-Prüfung. Mein Name ist Frau Mia und das ist Herr Koch. Die Prüfung besteht aus 3 Teilen: sich vorstellen, Bild beschreiben und etwas planen. Sie sind Teilnehmerin A
und Sie sind Teilnehmer B. Und wir fangen mit Teilnehmerin A an. Ich bitte Sie zunächst, sich einmal kurz vorzustellen. Hallo. Guten Tag, ich heiße Noor Rahman, ich bin 31 Jahre alt und komme aus Dhaka, der Hauptstadt von Bangladesch. Dhaka ist eine sehr lebendige, aber auch ziemlich laute Stadt mit sehr vielen Menschen. Seit etwa 10 Monaten lebe ich in Leipzig, zusammen mit meiner Tochter. In Bangladesch habe ich 12 Jahre lang als Grundschullehrerin gearbeitet. Zurzeit besuche ich einen Deutschkurs und hoffe später wieder im Bildungsbereich arbeiten zu können. Mein Mann arbeitet noch in Dhaka, weil er dort eine gute Stelle hat. Deshalb sehen wir uns momentan nur selten. Ich spreche Bengali als Muttersprache, außerdem Englisch und ein bisschen Hindi. Deutsch zu lernen finde ich manchmal schwierig, aber ich übe jeden Tag. Was halten Sie eigentlich davon, dass Pünktlichkeit in Deutschland so wichtig genommen wird? Ich finde das eigentlich gut, weil man sich dann besser auf Termine verlassen kann. In Bangladesch war man da manchmal etwas lockerer. Ist das Wetter hier auch anders als in Bangladesch? Was vermissen Sie am meisten? Ja, sehr. In Dhaka ist es fast das ganze Jahr warm, hier in Leipzig ist es oft kalt und grau. Am meisten vermisse ich die Sonne und das Essen von zu Hause. Vielen Dank, Frau Rahman. Kommen wir nun zu Teilnehmer B, Herr Sato. Stellen Sie sich bitte auch kurz vor. Hallo, ich heiße Kenji Sato. Ich bin 26 Jahre alt und komme aus Osaka in Japan. Osaka ist bekannt für sein gutes Essen und die freundlichen Menschen dort. Seit etwa 5 Monaten wohne ich in München. Vorher habe ich in Japan als Koch in einem Restaurant gearbeitet. Das war schon seit der Schulzeit mein Traumberuf. Momentan mache ich einen Deutschkurs und möchte danach vielleicht auch hier in einem Restaurant arbeiten oder eine Ausbildung als Koch beginnen. Meine Eltern leben noch in Osaka und ich habe eine ältere Schwester, die in Tokio wohnt. Ich bin noch nicht verheiratet und lebe hier allein. Ich spreche Japanisch als Muttersprache und außerdem Englisch, das ich in der Schule gelernt habe. Wenn Sie einen Wunsch frei hätten, was würden Sie an Ihrem neuen Leben in Deutschland ändern? Wenn ich einen Wunsch frei hätte, würde ich mir wünschen, schon fließend Deutsch zu sprechen, damit ich schneller im Restaurant arbeiten könnte. Sie lernen ja erst seit kurzem Deutsch. Glauben Sie wirklich, dass Sie die B1-Prüfung schon bestehen können? Ich hoffe es sehr. Ich weiß, dass es nicht einfach ist, aber ich übe jeden Tag und bin zuversichtlich, dass es klappt. Vielen Dank. Damit ist Teil 1 abgeschlossen. Wir gehen jetzt weiter zu Teil 2, der Bildbeschreibung. Auf dem Foto sehe ich eine Frau und einen Mann in einer Arztpraxis. Die Frau sitzt im Vordergrund auf einer Untersuchungsliege und der Arzt steht hinter ihr. Die Frau trägt eine graue Strickjacke über einer weißen Bluse, ihre Haare sind braun, schulterlang und glatt geschnitten. Der Arzt trägt einen weißen Kittel und eine Brille, seine Haare sind grau und kurz. Er hält ein Stethoskop an ihre Schulter und hört ihre Atmung ab. Die Frau sieht ernst und ein bisschen besorgt aus, sie scheint nervös zu sein. Der Arzt wirkt dagegen sehr konzentriert und ruhig. Im Hintergrund sehe ich einen Aktenschrank mit vielen Ordnern und Mappen, außerdem steht rechts im Bild ein Blutdruckmessgerät auf einem kleinen Wagen. Die Szene spielt drinnen in einem hellen Behandlungszimmer mit Fenstern und Jalousien. Ich glaube, der Arzt untersucht die Frau gerade, vielleicht hat sie Husten oder Schmerzen in der Brust. Das Thema des Fotos ist eindeutig Gesundheit. Ich denke, das Foto wurde in einer Arztpraxis oder in einem Krankenhaus aufgenommen. Frau Rahman, waren Sie hier in Deutschland schon einmal beim Arzt? Wie war Ihre Erfahrung? Ja, ich war mit meiner Tochter beim Kinderarzt, weil sie Fieber hatte. Am Anfang war es schwierig, weil ich noch nicht so gut Deutsch konnte, aber die Ärztin war sehr geduldig und hat langsam gesprochen. Ist ein Arztbesuch in Bangladesch eigentlich anders als hier in Deutschland? Ja, ziemlich anders. In Bangladesch muss man oft sehr lange warten, manchmal Stunden, weil es zu wenige Ärzte gibt. Hier in Deutschland habe ich einen festen Termin bekommen, das fand ich sehr angenehm. Auf dem Foto sehe ich einen Mann, der auf einem Bahnsteig steht. Er trägt eine dunkelblaue, gepolsterte Winterjacke und einen grauen Schal um den Hals. Außerdem eine braune Ledertasche über der Schulter. Seine Haare sind braun, kurz und ein bisschen zerzaust. Er sieht besorgt und leicht gestresst aus. Ich habe den Eindruck, dass er es eilig hat. Im Vordergrund schaut er gerade auf seine Armbanduhr. Im Hintergrund sehe ich eine digitale Anzeigetafel, auf der steht S7 Potsdam HBF 5 Minuten verspätet.
Außerdem stehen noch andere Reisende auf dem Bahnsteig, die auch dunkle Winterjacken tragen, und rechts im Bild fährt eine grüne S-Bahn ein. Die Szene spielt draußen, an einem überdachten Bahnsteig. Der Himmel ist grau und bewölkt. Es sieht nach einem kalten Wintertag aus. Der Mann wartet wahrscheinlich auf seinen Zug und ist frustriert, weil dieser Verspätung hat. Das Thema des Fotos ist eindeutig Mobilität und Straßenverkehr. Ich glaube, das Foto wurde an einem S-Bahnhof in einer deutschen Großstadt aufgenommen. Herr Sato, hatten Sie hier in Deutschland auch schon einmal Probleme mit einem verspäteten Zug? Ja, das passiert mir eigentlich ziemlich oft. Letzte Woche bin ich zu spät zu meinem Deutschkurs gekommen, weil meine S-Bahn 20 Minuten Verspätung hatte. Sind die Züge in Japan pünktlicher als hier in Deutschland? Ja, definitiv. In Japan sind die Züge fast immer auf die Minute pünktlich. Das war für mich am Anfang hier schon ein kleiner Kulturschock. Hallo Kenji, wie geht's dir? Hallo Noah, mir geht's gut, danke. Und dir? Auch gut, danke. Ich habe im Internet einen Bauernhof in der Nähe gefunden, den man besuchen kann. Hättest du Lust, am Wochenende mit mir und meiner Tochter dorthin zu fahren? Das klingt schön. Ich war noch nie auf einem richtigen Bauernhof. In Osaka gibt es das nicht so oft. Wann sollen wir fahren? Ich würde vorschlagen, dass wir am Samstagvormittag fahren, weil da noch nicht so viele Besucher da sind. Was hältst du davon? Samstag passt mir gut, aber wäre es nicht besser, wenn wir erst um 10 Uhr losfahren? Ich arbeite Freitagabends immer sehr spät im Restaurant. Das ist ein guter Vorschlag, das vergesse ich manchmal. Also fahren wir um 10 Uhr. Wie kommen wir eigentlich dorthin? Wir könnten mit dem Zug fahren. Ich glaube, es gibt eine direkte Verbindung dorthin. Kannst du das bitte wiederholen? Ich habe den Namen des Bahnhofs nicht verstanden. Kein Problem, der Bahnhof heißt Lindenhof. Das ist nur eine halbe Stunde von hier entfernt. Ah, jetzt weiß ich Bescheid. Was wollen wir dort machen? Ich würde vorschlagen, dass wir zuerst die Tiere füttern. Das würde deiner Tochter bestimmt gefallen. Das gefällt mir richtig gut. Meine Tochter liebt Tiere über alles. Sollen wir auch etwas zu essen mitbringen? Ich denke, wir könnten im Hofladen frisches Brot und Käse kaufen und daraus ein kleines Picknick machen. Hervorragender Vorschlag. Ich bringe eine Decke, etwas Obst und ein paar Getränke mit. Perfekt. Sollen wir auch nach den Öffnungszeiten fragen, bevor wir losfahren? Guter Punkt. Das hatte ich noch gar nicht bedacht. Ich rufe morgen früh dort an und frage nach. Wer kümmert sich um die Zugtickets? Ich kann die Tickets online kaufen. Das mache ich gerne heute Abend noch. Sollen wir auch noch etwas für den Rückweg planen, falls meine Beine nach dem langen Tag müde sind? Guter Vorschlag. Wir könnten notfalls ein Taxi vom Bahnhof zurücknehmen. Das ist bestimmt nicht teuer. Das klingt vernünftig. Dann haben wir jetzt wirklich alles organisiert. Ich freue mich schon sehr auf Samstag. Ich mich auch. Bis Samstag dann. Tschüss. Jetzt tschüss.